Herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo mit Frau Prof. Dr. König, Infektionsimmunologin. Und wir hatten Ihnen versprochen, dass wir einen Beispielfall für Sie nochmal erklären möchten. Und das soll es heute sein und das geht auch ziemlich schnell. Bleiben Sie dran, es ist spannend und aufschlussreich. Frau Professor König, herzlich willkommen, dass Sie sich noch einmal Zeit genommen haben, um hier einen Befund für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu erklären. Und was wir hier im Bild sehen, erklären Sie am besten selbst. Herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Dr. Wiechert. Ja, was ist das? Das ist eigentlich ein Blot-Verfahren. Das heißt, hier testen wir auch Antikörperbildung, aber gegen SARS-CoV-2. Also es sind zwei verschiedene Strukturen von SARS-CoV-2 vom S-Protein, also nur das Spike-Protein. Und wir haben also auch SARS-CoV-1 und MERS, also sozusagen das, was hier uns vielleicht weniger betrifft, aber immerhin ist es drauf. Und die saisonalen Coronaviren. Das heißt also, unsere Coronaviren, die uns schon jahrelang immer etwas ärgern, indem sie leichte Erkältungskrankheiten verursachen. So. Wir wissen aber, dass diese Antikörper, auch diese, die gegen die saisonalen Coronaviren gebildet werden, durchaus auch ein bisschen kreuzreaktiv sein können gegenüber SARS-CoV-2. Gut, was haben wir? Was sehen Sie oben? Oben sehen Sie erst nur so bestimmte Linien, die brauchen Sie jetzt gar nicht zu interessieren, und eine Cut-off-Kontrolle. Dies ist etwas wichtig, weil alles, was genauso stark ist wie die Cut-off-Kontrolle oder stärker ist, ist wirklich richtig schöne Antikörperantwort. Was darunter ist, ein bisschen zu sehen ist, so ein bisschen schwächlicher, ist durchaus auch ein ordentliches Ergebnis, aber da hat man eben so unterschwellige Antikörperantworten, also ein bisschen wenig, die jetzt nicht unbedingt neutralisierend sind. Und hier bei diesem Patienten sehen wir, das ist, glaube ich, eins aus dem letzten Jahr, dass er durchaus irgendwie schon mal mit SARS-CoV-2 in Berührung gekommen sein musste. Er hat also gegenüber die Receptor Binding Domain, also RBD genannt, das ist sozusagen das, womit das Virus in unsere Zellen eindringt, eine schwache Antikörperantwort. Das hat er vielleicht überhaupt nicht mitbekommen. Er hat aber auch Antikörper, auch wenn sie jetzt nicht mehr so stark sind, gegenüber eigentlich 3 der saisonalen Coronaviren. Das nennt man die NL63, HKU1 und 229E. Das heißt also, er hatte durchaus mit diesen Coronaviren durchaus Kontakt. Ja? Und Personen, die diesen so doch breite Antikörperantwort haben, ja, die haben doch einen gewissen Schutz, also gegenüber Coronaviren. Was sieht man hier? Also hier erkenne ich, dass eine Person, ich denke mal, es ist der gleiche Patient, aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt, und zwar jetzt dieses Jahr, also ein Jahr später, eine SARS-CoV-2-spezifische PCR hat, also ein positives Ergebnis. Er hat einen CT-Wert, den Sie ja inzwischen hat, weiß jeder, was bedeutet. Das heißt also, wie schnell lässt sich das also anzeigen, das Virus, also wie viel Virus ist eigentlich drin in diesem Rachen-Nasenabstrich. Ein CT-Wert von 21,8 ist wirklich schön. Das heißt also, das ist jetzt auch nicht so knapp daneben oder so etwas, sondern CT-Wert 21,8 ist wirklich deutlich. Hier steht es auch nochmal drunter, dass ungefähr 1 Million Genomen entspricht. Also es ist schon eine ordentliche Viruskonzentration. Ja. So, hier sehen wir jetzt die Antikörper, und die sind jetzt zum Zeitpunkt 2 Wochen nach Infektbeginn. Das heißt, sie sind durchaus positiv, das passt. Ja. Also das ist auch nochmal ein Beweis, dass es eine SARS-CoV-2-Infektion wirklich war, also auch kein falscher PCR-Test. Also das passt zusammen. Und die neutralisierenden Antikörper, also IgG vom IgG-Typ, die sind noch gering. Das heißt also, je nach einer Infektion entwickelt man ja zuerst IgM und dann IgG. IgG braucht schon so 2, 3, 4 Wochen. Vor allen Dingen, die IgG-Antwort kann zwar nach 3 Wochen oder so da sein, aber die neutralisierenden Antikörper, das sind dann schon eine bestimmte Qualität auch. Und hier sieht man, dass zu diesem Zeitpunkt, also IgM ist da, IgG ist noch nicht da, also ein ganz klassischer Verlauf
einer Infektion. Das ist also ungefähr 2 Wochen später. Gut, 2 Wochen später sieht man, dass die IgM-Wert weiter etwas angestiegen ist und dass aber auch die neutralisierenden IgG-Antikörper angestiegen sind. Ja? Also das IgM ist noch, wie gesagt, hat sich noch weiter fortgebildet, aber die IgG-Antikörper sind also auch schon da und werden jetzt in Zukunft, also in der weiteren Verlauf, weiter deutlich ansteigen. Und jetzt ist hier aber kein IgM mehr, sondern hier ist jetzt sozusagen diese Ratio, da geht es schon um das IgG für das Nukleokapsid-Antigen. Gut, hier wurde allgemein jetzt, wie ich sehe, ein Antinukleokapsid-Antigen gefahren. Das ist bei einer Impfung, würde das negativ sein und bei einer Infektion wären diese positiv. Also das kann man sehr schön unterscheiden zwischen einer Impfung und einer Infektion mit SARS-CoV-2. Bei allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen, die diesen Antikörper nicht erzeugen, während die Totimpfstoffe der Firmen Sinovac und Sinopharm diese Antikörper sehr wohl induzieren würden. Und damit würde man über diese Form der Impfung zumindest eine Immunantwort auch in diesem wichtigen Bereich bekommen, den Sie ja in Bezug auf die Mitochondrienfunktion in dem letzten Vortrag mal beschrieben haben. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Ja, also es ist natürlich nachvollziehbar, dass man, wenn man nur mit dem Spike-Protein impft, natürlich auch diese Antikörperantwort nur nachweisen kann und diese Teste macht. Wenn Sie, natürlich gibt es die Untersuchungen, die mal geschaut haben, gegen welche Strukturproteine, Proteine des Virus werden eigentlich überhaupt Antikörper gebildet, wenn man sich infiziert hat. Und da sieht man, dass es durchaus gegen das Spike-Protein ist, aber auch hauptsächlich auch sehr stark auch gegen das Nukleokapsid-Protein und auch das Matrix-Protein. Und da fragt man sich natürlich, warum gegenüber das Nukleokapsid-Protein? Und das ist eben dann wieder die Pathophysiologie, dass dieses Nukleokapsid-Protein eben für die Interaktion mit den Mitochondrien verantwortlich ist und gerade das Gefährliche für die Mitochondrien ist. Und deswegen ist nachvollziehbar, dass der Körper sehr schnell auch Antikörper gegenüber dieses Protein produziert und macht. Und damit also sozusagen einen Mitochondrienschutz entwickelt. Ja. Und das Immunsystem schützt und vor einem Zytokinsturm bewahrt. Zum Beispiel, ja, genau. Und dass die Zellen natürlich auch adäquat reagieren können. Dann können wir wieder die Brücke schlagen zum Immunmetabolismus. Das heißt, wie gut die T-Zellen, aber auch die B-Zellen reagieren und in Immungeschehen eingreifen können, hat etwas zu tun, wie sie Energie bereitstellen können, wie sie aber auch die Signalwege machen. Und das ist abhängig von den Mitochondrien. Und dann haben wir hier noch ein Ergebnis kumulativ. Und da sieht man zu verschiedenen Zeiten, also diese beiden haben nichts damit zu tun, das sind alte Effekte, ohne Krankheitssymptome, die wurden einfach nur sozusagen zur Prophylaxe gemacht. Entscheidend sind also diese beiden Bereiche und dieser Wert wurde erhoben ungefähr eine Woche nach Infektbeginn. Und dieses hier wurde ungefähr 10 Tage nach Infektbeginn erhoben, sodass man also die Anzahl der Leukozyten im Anstieg sieht. Und man erkennt eben auch hier, dass, das ist irgendwie eine Auszählung, ist leider verloren gegangen, aber hier hatten wir einen hohen Anteil der neutrophilen Granulozyten, die sich hier auch wieder beruhigt haben. Die Thrombozyten sind im Rahmen der Entzündung mit angestiegen, haben sich auch wieder beruhigt. Aber wir sehen hier jetzt das angeborene Immunsystem. Und ein bisschen weiter runter gescrollt sieht man eben auch, was die Lymphozyten bei der ganzen Geschichte gemacht haben, die eben auch 1,8, 3, 2,8 eingestiegen sind. Und dass wir also hier hauptsächlich auf der neutrophilen Geschichte gearbeitet haben. Etwas, was ja viel zu selten, glaube ich, und eigentlich eher im Zusammenhang mit Bakterien auch diskutiert wird. Was sagen Sie dazu? Ja, genau. Das ist auch so, bin ich auch groß geworden in der Immunologie, dass man sagte, gut, die neutrophilen Granulozyten sind eigentlich zuständig für die Bakterienabwehr und wenn es an die Viren geht, sind es eigentlich dann doch die T- und die B-Zellen. Inzwischen weiß man, dass die neutrophilen Granulozyten, dass denen Unrecht getan wurde,
und als Innate-Immunsystem, also angeborenes Immunsystem, immer so, naja, nicht so ganz ernst genommen wurden, obwohl wir in unserer Arbeitsgruppe damit sehr stark gearbeitet haben. Also sie spielen eine ganz entscheidende Rolle bei der Virusabwehr. Und das hat man besonders bei Coronaviren gezeigt und jetzt auch mit SARS-CoV-2, dass wenn diese neutrophilen Granulozyten fit sind, man dann eigentlich einen ganz schwachen Verlauf hat. Und wenn dort schon die Probleme sind, dann wird es schwierig, ja. Gut, und jetzt für die anderen noch die Erklärung. Hier unten ist die Erklärung, warum die anderen weißen Blutkörperchen vorher hoch waren. Hier ist der Patient zu einer intravenösen Sauerstofftherapie gekommen und dann sieht man, dass eben auf die Sauerstoffbläschen die eosinophilen Granulozyten, auf den Pseudoparasiten auch reagieren. Und man sieht, wenn ein Infekt da ist, dann kann es zu einer Eosinopenie kommen, also einem wirklich nicht mehr Vorhandensein der eosinophilen Granulozyten. Und dann mit der Morgenröte der Heilung, wo es dem Patienten also wirklich besser geht, kommen die eosinophilen Granulozyten auch wieder. Und das ist dann sozusagen wirklich die kritische Phase der Erkrankung. Ein Patient ist allerdings mit Symptomen einer fiebrigen Bronchitis, hat er erzählt, hat er sich gefühlt und ansonsten aber keine weiteren Krankheitsgefühle und hat also da im Homeoffice weiterarbeiten können. Und man sieht eben auch... Das sieht man auch daran, dass ja die Zellzahlen nicht abgefallen sind. Und man sieht eben hier unten bei den Monozyten ja auch Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, die steigen an. Und wir haben ja erst die M1-Makrophagen, die sich daraus entwickeln für die Proentzündlichkeit, die M2, die dann sozusagen die Antientzündlichkeit einleiten. Und dann sehen wir, sie beruhigen sich wieder und dann sind auch die Eosinophilen wieder da. Sodass man also aus einem Differentialblutbild unheimlich viel auch eigentlich über die Krankheitsgeschichte ableiten kann. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal die dazugehörige T-Zellantwort. Und diese T-Zellantwort wurde etwa 4 Wochen, 5 Wochen nach ersten positiven PCR-Test abgenommen. Und ja, Frau Professor König, was sehen wir? Ja, hier sehen wir eigentlich sehr, sehr viel. Wir sehen einmal, fangen wir ruhig einmal mit der Negativkontrolle. Die Negativkontrolle ist wirklich negativ. Da sehen Sie keine Spots, keine schwarzen Punkte. Das heißt also, die T-Zellen haben selbst erkannt, dass sie den Feind eigentlich besiegt haben und gehen jetzt in einen Memory-Zustand über. Das heißt, der Infekt ist überwunden von Seiten der T-Zellen auf jeden Fall. Also sonst würden Sie hier schwarze Punkte sehen. So, dann werden natürlich zu diesen Proben, zu diesem Blut natürlich die verschiedenen Antigene gegeben, also vom SARS-CoV-2. Fangen wir an mit dem Spike-Antigen. Und da sehen wir, dass wir darauf ganz, ganz viele Memory, also Gedächtniszellen gebildet haben, die sofort dieses Spike-Protein erkennen. Das ist natürlich jetzt nachvollziehbar. Es war ja SARS-CoV-2. Dann sehen wir auch das Nukleokapsid-Antigen. Das heißt, da haben wir eine enorme Antwort der T-Zellen, der Gedächtnis-T-Zellen, die also auch das Nukleokapsid-Antigen sofort erkennen. Das Membran-Antigen ist ein bisschen geringer. Das war wahrscheinlich nicht mehr so notwendig. Das ist das Matrix-Protein im Virus. Und dann sehen wir aber auch noch, dass wir etliche Gedächtnis-T-Zellen haben, die die endemischen Coronaviren erkennen. Und da erinnern wir uns ja auf das erste Bild, was wir gesehen haben, eben diesen ESCO-Blot. Das heißt, das wird nochmal hier bestätigt, dass wir nicht nur Antikörper, sondern aber auch T-Zellen haben gegenüber den saisonalen Coronaviren, die sicherlich auch im Geschehen, hier im Krankheitsgeschehen eingreifen, also positiv eingreifen. Das sieht man auch hier auf den T-Zellen. Sind diese saisonalen Coronaviren auch mit einem Nukleokapsid-Antigen versehen? Das sind auch Nukleokapsid, ja. Würde das ja dann erklären, dass man sowohl vom SARS-CoV-1 als auch von der Erinnerung an die saisonalen Coronaviren sich auch hier bei dem Nukleokapsid auf deutlich mehr Spots hat einschießen können, als man das bei dem neuen Membranprotein hat? Oder ist das Membranprotein auch Teil der saisonalen Coronaviren in ihrer Kreuzspezifität? Also hier bei diesem Homologie zu endemischen Coronaviren sind die Nukleokapsid, aber auch die Membranproteine auch drin. Das ist komplett drin. Aber die Frage ist ja, wenn wir hier Nachweise haben, dann ist das ja zu einem Zeitpunkt 2021 und älter, also Kontakt 1, der sich mit den saisonalen Coronaviren hier durchaus erklären lassen kann, die jetzt reaktiviert wurden.
Wenn wir dann aber hier die Rezeptor-Binding-Domäne haben für SARS-CoV-2, müsste es also in 2020, 2021 auch einen Kontakt gegeben haben, den der Patient nicht mitgekriegt hat, wäre Kontakt 2. Und der aktuelle Kontakt, den man jetzt hier hat und eindeutig nachgewiesen hat, inklusive neutralisierenden Antikörper, die sich hier aufbauen, und der SARS-CoV-2 IgM, die sich aufbaut, und dem IgG, was sich aufbaut. Also bei den Antikörpern sieht man hier sehr schön, dass die neutralisierenden Antikörper natürlich ansteigen. Es kann einmal natürlich sein, dass die CD4-T-Zellen sind, aber man kennt auch, dass die Qualität der Antikörper natürlich viel, viel besser wird über die Zeit. Das nennt man also im Fachwort Avidität, die hier dann also viel, viel besser wird noch. Und deswegen steigt es auch noch an. Und wäre also jetzt von der Zeitabfolge 3 Kontakte nachgewiesen zum einen und zum anderen eine Qualität, die zu erwarten ist, weil durch wiederholte Kontakte zum Wildvirus im Grunde genommen auch alle Antigenstrukturen wahrgenommen wurden. Ja, alle Antigenstrukturen wurden wahrgenommen. Sehr breit. Und was man natürlich sagen muss, bei dieser breiten T-Zellantwort, nicht nur sagen muss, sondern auch das ist, da ist die Datenlage einwandfrei und eindeutig, dass hier keine Probleme gibt mit bestimmten Mutanten, die eventuell noch kommen. Also die T-Zellantwort ist breit und hat keine Probleme mit verschiedenen Varianten, während die Antikörperantwort natürlich damit Probleme hat. Gut, also liebe Zuschauer, Sie haben gelernt, auch ohne dass wir mit Interleukin 2 lange stimulieren und nach SARS-CoV-1 oder MERS suchen, was wir aber sehr wohl können und was im Labor Frau Professor König ja jetzt auch für Sie angeschoben wird, ist auch innerhalb eines solchen Abfolgebildes, vor allen Dingen wenn man die zeitliche Abfolge dazu hat und auch schon im letzten Jahr nach diesen Antikörpern mit diesem Balkentest sozusagen geschaut hat, wissenschaftlich nachvollziehbar, dass man auch nur mit einem PCR-Test ableiten kann, dass man einen Dreifachkontakt zu Coronaviren hatte und damit sozusagen den vollen Impfschutz erreicht hat. Also dreifach geboostert durch natürliche Infektion.